zusammen. Ich hoffe, ihr habt Freude gehabt an dem kleinen Intro, das ich für euch gemacht habe. Wie ihr gesehen habt, sind wir gestern von Zürich auf München gefahren, von München auf Lübeck geflogen und von Lübeck dann auf Neustadt Holstein gefahren. Und da können wir die neuen Audi Q4 e-tron, alle, die es gibt, ausprobieren. Und genau das machen wir jetzt. Es ist ein bisschen windig, wieder einmal, aber es regnet endlich mal wieder nicht. Und ich würde sagen, ich steige jetzt einfach mal direkt ins Auto und wir lassen los. So, der Lee. Oh, da läuft ja noch Musik bei euch. Also, herzlich willkommen. Aua. Herzlich willkommen im brandneuen Audi Q4 e-tron. Es gibt so viel zu sagen, you guys. Alright. Los geht die wilde Reise. Der Audi Q4 e-tron. Wo fange ich an? Dankeschön. Danke. Jetzt hätte ich fast gesagt, danke gleichfalls. Bitte in 400 Metern scharf links Girl, abbiegen. you have to shut the... Okay, also. Es gibt ein paar ganz wichtige Punkte, die wichtig sind im Zusammenhang mit dem Auto, das ich euch erzählen muss. Und vieles von dem hat mit Design zu tun. Darum lassen wir gerade mal los. Nehmen wir doch das, wo ich gerade als allererstes drauf schaue. Und zwar hat sich Audi mit dem neuen... Jetzt scharf links abbiegen. Ich habe dich abgestellt! Okay, das erste, was man sieht, wenn man ins Auto steigt, das Lenkrad. Und das Lenkrad ist mit einem huge Throwback verbunden, genauso wie es aber auch so modern ist, wie es Audi noch nie gemacht hat. Der Throwback bei dem Lenkrad, das Emblem in der Mitte, sie haben nämlich die alten weißen Ringe in dem Sinn verwendet und haben die sehr klassisch auf das Auto drauf geklopft. Finde ich mega cool, weil die Rückblick oder das Zurückschauen auf die alten Zeiten mit einem Brand ist etwas, das nicht unsympathisch ist. Audi hat mit dem Lenkrad das Klassische und das absolut Modernste vereint. Und zwar folgendermaßen: Die Form von dem Lenkrad, dass es oben abgeflacht ist und unten abgeflacht ist, beziehungsweise andersrum, unten hat es schon gegeben, aber gleichzeitig oben, das ist neu, das hat Audi so noch nie gemacht. Und sie haben komplett neue Bedienungsflächen gemacht da. Das soll ein bisschen erinnern an eine Bedienung von einem Smartphone. Zum Glück ist es aber mit Druckknöpfen gemacht, also wenn ich etwas dumm betätige da, dann ist es mit einem Klicken verbunden. Wichtig, weil wenn man die Hand halt drauf hat und drüber streichen, darf logischerweise nichts passieren. Aber es sieht richtig schön aus, die Knöpfe sind ein bisschen beleuchtet und es steht im Lenkrad wahnsinnig. Das, was ein bisschen aus der Vergangenheit in dem Lenkrad drin steckt, ist das Emblem in der Mitte. Weil das Emblem entspricht dem, was vor anno dazumals ist, die weißen kleinen Audi-Ringe, die sie da aufs Lenkrad drauf getan haben. Sieht super, super schön aus. Beim Thema Elektroauto ist natürlich die Nachhaltigkeit rund ums Auto sehr, sehr wichtig und somit auch die Materialien, die im Auto verarbeitet werden. All das, was ihr da innen seht, was aussieht wie Leder, sei es jetzt da bei den Sitz oder bei den Türen oder da in der Mittelkonsole, das ist alles sogenanntes Dynamica. Das ist nachhaltiges Mikrofasermaterial, das aus 45% recyceltem Polyester besteht. Ich glaube, das ist alles, was ich dazu sagen muss, weil it's really, really nice. Und man würde vom Schauen her niemals sagen, dass das nicht echtes Leder ist. Also es gefällt mir wirklich sehr gut und ich würde es sofort in mein Auto mit einbauen. Jetzt zum Spielzeug. Ich bin ja doch eine, die mit dieser ganzen Technik und diesen ganzen Spielereien kann nicht genug bekommen von dem, und das wisst ihr. Und Audi hat etwas eingebaut in diesem Auto, das nennt sich Augmented Reality Head-Up Display. Ein Head-Up-Display kennen wir alle, aber das Head-Up-Display, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Das Head-Up-Display ist interaktiv. Was heisst, wenn ich jetzt zum Beispiel Routen eingegeben habe, was bei unserer Testfahrt hier jetzt der Fall ist, und ich muss abbiegen oder ich weiß auch nicht, in die Richtung wechseln, whatever, habe ich viele auf dem Head-Up-Display oder in dem Head-Up-Display rein, wo mir anzeigen, wo ich durch muss, und die bewegen sich mit meiner Bewegung mit. Also ich kann wirklich diesen Pfeil
in dem Sinn nachfahren. Sie zeigen ganz genau an, wo ich durchfahren muss. Jetzt fragt ihr euch alle, ist es nicht störend? Nein, überhaupt nicht. Weil es kommt wirklich nur dann auf, wenn ich es aktiv brauche. Braucht man es zwingend? Nicht unbedingt. Es hat ja bei Head-Up-Display schon voran gegeben, dass man einfach mit Meteranzahlen angezeigt bekommt, wo man muss, was der nächste Move ist sozusagen. Aber habe ich es gern? Ja. Sehr. Es ist einfach wieder mal Technologie weiterentwickelt, wo ich finde es mega spannend und ich habe es richtig gern. Jetzt zum Mittelkonsolenbereich. Wie alle modernen Autos ist der ganze Mittelkonsolenbereich zu mir gerichtet. Das heisst, ich als Autofahrer habe eigentlich sehr schnell einen direkten Blick in die Mitte. Sehr übersichtlich gemacht. Es hat nicht viel, also es wird eigentlich hauptsächlich über den Touchscreen bedient. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es sieht aus wie in einem Raumschiff oder so. Es ist so aufgeräumt und sauber. Jetzt kommt etwas, wo Audi sich gross damit brüstet. Ich finde es sehr herzig. Aber es ist tatsächlich praktisch and I really like it. Weil die Lösung mit diesen blöden Wasserflaschen, die immer irgendwo da in der Mitte normalerweise sein müssen, das ist ein Seich. Sie hat einen Getränkehalter in die Türen eingebaut. Und zwar bei allen. Is it something very special? I don't know. Aber danke Audi. I really appreciate it. Was man einfach sagen muss bei diesen e-trons, das hatte ich damals schon gehabt, wo der erste e-tron rausgekommen ist, und ich merke das jetzt auch wieder. Es sind einfach so durchdachte Autos, was auch die Fahrweise angeht. Es fühlt sich alles richtig gut an. Also ich muss wirklich sagen, ich fühle mich sehr wohl in diesem Auto. Was Audi auch wiedergebracht hat mit einem neuen Fahrzeug, ist eine neue Farbe. Und zwar ist das Violett in dem Auto, das im Moment gerade vor mir am Fahren ist, was in dem Fall jetzt eine 40er-Variante ist, während das ein 50er war. Und ich würde mal sagen, wir springen mal in den über. Willkommen in der 40er-Version vom Q4 e-tron Sportback. Das habe ich nämlich vorher vergessen zu sagen. Es gibt das Ganze auch als Sportback. Jetzt sind wir in dem violetten Fahrzeug drin, die sogenannte Aurora Violet Metallic Farbe, die eine neue Farbe ist mit dem Auto. Ist sie schön? Nicht so mies, aber ich finde es immer cool, wenn die Autos nicht nur schwarz-grau und weiß anbieten, sondern wenn sie ein bisschen variieren. Und dann Kofferraum ist eine ziemlich spezielle Sache, weil sie haben es nämlich geschafft, dass die Sportback-Variante mehr Platz hat wie die normale SUV-Variante. Sie haben irgendetwas gemacht in der Länge. Das Auto ist an sich gleich lang, aber sie haben etwas gemacht in der Länge zwischen Kofferraum und Rücksitz, dass der Sportback einfach in sich mehr Platz hat. Was ich vorher vergessen habe beim anderen zu sagen, als ich über das Head-Up-Display geredet habe. Sie haben Sonos Musicboxen eingebaut in das Auto. Sonos. Könnt ihr euch vorstellen, was man da innen für ein Fest haben kann? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich spüre im Fall keinen riesen Unterschied in der Kraft jetzt von dem 50er, den ich vorher hatte, auf den 40er, den ich jetzt habe. Von dem her lohnt es sich auf jeden Fall, wenn man in Erwägung zieht, um das Auto zu kaufen, einfach mal die unterschiedlichen tatsächlich ausprobieren. Braucht es wirklich den 50er oder kann man vielleicht einen 40er oder einen 35er nehmen? Natürlich eine wichtige Aussage bei einem Elektroauto ist immer die Reichweite. Und das variiert bei dieser Q4-Serie, sage ich jetzt extra mal. Je mehr Kraft das Auto hat, je stärker er ist und wenn er Allrad hat, umso weniger weit kommt er, weil er logischerweise mehr Power braucht, um das umzusetzen, was man vom Auto verlangt. Hinterradantrieb und nicht so viel Power kommt dafür viel weiter. Das heisst, mit dem Audi Q4 e-tron kann man bis zu 534 km weit kommen, laut WLTP. Was, wie gesagt, aufs Modell ankommt, auf das Wetter extrem ankommt. Wenn man anfängt zu heizen da rein, tut es auch mehr brauchen. Man kann rein theoretisch, wenn man den richtigen auswählt, kann man bis zu 534 km weit kommen. Das Auto überzeugt mich auf sehr vielen Schienen. Nicht mit dem Preis.
Die Autos sind immer noch mega teuer. Die schwächste Variante von dem Q4 e-tron fängt bei knapp 48'000 Franken an. Das ist quite a lot of money für so ein kompaktes Auto oder ein Auto, das in die Kompaktklasse eigentlich hineingehört. Von daher, der Preis lässt sich darüber streiten, nicht jeder wird es sich leisten. Jetzt die Frage aller Fragen, gefällt mir dieses Auto? Yes. Ich bin wirklich von der ersten Sekunde an sehr überzeugt von dem Auto, was nicht oft passiert. Es gibt eigentlich nur Positives zu sagen über das Auto. Ich bin sowieso ein Audi-Fan, das wissen ihr, das muss ich euch nicht erklären. Ich fühle mich in einem Audi immer von der ersten Sekunde an mega wohl. Sie wissen genau, wie das funktioniert mit der Technologie. Das Fahrgefühl ist sowieso fantastisch. Designtechnisch könnte man sich jetzt, oder Design ist eigentlich vielleicht das Einzige, wo man sich könnte ein bisschen streiten bei einem Audi. So, die letzte Etappe ist jetzt nur noch an den Flughafen. Und für das gehe ich wieder in 50er rein. Nicht, dass es einen grossen Unterschied gemacht hat, aber das Auto gefällt mir einfach gesamthaft besser. Es geht ab zum Flughafen, wie ihr vielleicht gesehen habt. Für den diesjährigen Hey! Ich nehme mal bis dort noch mit. Ich nehme mal noch bis zum Flughafen und verabschiede mich dort. Achtung, die Route enthält Wir haben stehenden Verkehr. Stehend. Full Stop. Es gibt mir die Chance für Formel 1. Car in this session, you cannot. He has to be there, last man standing in Q3. Alright, my loves. Wir sind angekommen. Der kleine Flughafen Lübeck, wo uns Charter uns wieder abholt. Wie ihr seht und hört vielleicht, ist das Wetter ziemlich verschissen. Darum werde ich mich jetzt schnell hier rein bei euch verabschieden. Ich hoffe, ich kann euch etwas über den neuen Q4 zeigen, der euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao zusammen.